Hi, wie geht's denn? Wie wär's? Ich gebe einen Kaffee aus für uns beide. Ja, gern, wieso nicht? Dann fahr ich voraus. Sieben Jahre in Folsom. 3 Jahre davon Einzelhaft. Und vor Folsom McNeil. Ist McNeil so schlimm, wie alle sagen? Ist das ein Strafvollzugsseminar? Wollen Sie so dringend wieder rein? Wissen Sie, ich ziehe öfter Gangs aus dem Verkehr. Leute, die nur Scheiße bauen, damit sie wieder rein dürfen. Sind Sie so eine? Da müssen Sie aber ein paar Blödmänner erwischt haben. Ich krieg sie alle. Gehe ich vielleicht mit einer Schrotflinte in Schnapsläden? Habe ich eine Tätowierung auf dem Rücken? Macht mich fertig? Nein, allerdings nicht. Na also. Ich gehe im Leben nicht mehr in den Bau. Dann hören Sie auf, Dinge zu drehen. Ich tue das, was ich am besten kann. Ich drehe Dinger. Sie tun, was Sie am besten können, Leute wie mich davon abhalten. Hatten Sie nie den Wunsch, ein normales Leben zu führen? Wie sieht sowas aus? Baseball und Barbecue? Ja. Und Ihr Leben, ist das ein ganz normales Leben? Mein Leben nicht doch. Mein Leben... Nein, mein Leben ist ein Katastrophengebiet. Ich habe eine Stieftochter, die völlig kaputt ist, weil ihr richtiger Vater ein absolutes Arschloch ist. Und dann habe ich eine Frau. Wir begegnen uns gelegentlich auf den Trümmern unserer gemeinsamen Ehe, meiner dritten. Weil ich jeden Augenblick meines Lebens darauf verwende, Leute wie Sie um den Block zu jagen. Das ist mein Leben. Irgendwer hat mir mal gesagt, du darfst dich niemals an was hängen, was du nicht innerhalb von 30 Sekunden problemlos wieder vergessen kannst, wenn du merkst, dass dir der Boden zu heiß wird. Ist doch so, wenn Sie sich an mich hängen und sich bewegen müssen, wenn ich mich bewege. Bei so einer Art von Leben funktioniert keine Ehe. Ein interessanter Gesichtspunkt. Was sind Sie, ein Mönch? Ich habe eine Freundin. Und was erzählen Sie ihr? Ich sage ihr, ich bin Vertreter. Was würden Sie machen, wenn Ihnen meinetwegen der Boden zu heiß wird? Lassen Sie die Frau dann einfach so im Stich, ohne auf Wiedersehen zu sagen? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ein ziemlich ödes Leben, oder? Es ist nun mal, wie es ist. Entweder so, oder wir müssen uns nach was anderem umsehen. Ich habe nichts anderes gelernt. Ich auch nicht. Ich glaube, ich will auch nichts anderes. Ich auch nicht. Wissen Sie, ich habe immer denselben Traum. Ich sitze an einer riesigen Tafel beim Bankett. Alle Opfer von allen Morden, die ich je bearbeitet habe, sitzen auch an dem Tisch. Und alle starren mich an. Aber aus ganz schwarzen Augenhöhlen. Weil sie in den Augen diese schweren Blutungen hatten von den Schädelverletzungen. Und da sitzen auch diese Menschen mit den aufgeblähten Leibern. Die lagen nämlich schon 2 Wochen unter dem Bett, bevor ich sie gefunden habe. Die Nachbarn hatten sich über den Geruch beklagt. Und da sitzen sie alle. Sitzen einfach nur da. Und was sagen die? Gar nichts? Keiner redet? Nein, die haben einfach nichts zu sagen. Wir sitzen bloß da und sehen uns an. Die sehen mich an. Und das ist alles, der ganze Traum. Ich habe immer einen, wo ich ertrinke. Und dann muss ich mich mal aufwecken, um zu atmen, sonst sterbe ich im Schlaf. Wissen Sie, was es bedeutet? Ja, dass ich nicht genug Zeit habe. Genug Zeit, um das zu tun, was Sie möchten. So ist es. Tun Sie es denn jetzt? Nein, noch nicht. Wissen Sie, wir sitzen hier, Sie und ich, wie 2 ganz normale Typen. Sie machen
Lass sie machen und ich tue, was ich tun muss. Und jetzt, da wir uns in die Augen gesehen haben... Wenn ich dabei sein sollte, wenn man sie aus dem Verkehr zieht, würde ich es nicht gern tun. Aber ich sage Ihnen, wenn ich entscheiden muss zwischen Ihnen und irgend so einer Armsau, dessen Frau Sie zur Witwe machen wollen, Bruder, dann hast du keine Chance. Die Medaille hat noch eine Kehrseite. Was, wenn Sie es schaffen, mich einzukreisen? Und ich muss Sie umlegen. Denn egal was passiert, du stellst dich mir nicht in den Weg. Jetzt haben wir uns gegenüber gesessen, ja? Aber trotzdem würde ich nicht zögern. Nicht mal eine Sekunde. Möglicherweise wird es so kommen. Oder? Wer weiß. Oder möglicherweise sehen wir uns nie wieder. Die haben uns abgeschüttelt. Was? Wir haben uns abgeschüttelt. Ich verstehe mal abgeschüttelt. Chris hat seinen Schatten abgeschüttelt. Er quatscht mit Charlie nicht über seine Projekte. Das heißt, dass auch Marciano nichts weiß. Ich hab's gerade versucht. Was ist mit Cerrito? Das Gleiche. Unsere Peilsender kleben jetzt an dem Bus nach San Clemente. Die sind uns alle durch die Lappen Ja, gegangen? und alle zum gleichen Zeitpunkt, um genau 9 Uhr. Und ich war mit Macaulay Kaffee trinken. Eine halbe Stunde ist das Wir waren her. an euch dran! Dann ist Macaulay zum Flughafen gefahren und da kann die Luftüberwachung nichts machen, weil die Flugschneisen frei bleiben müssen. Sein Wagen steht noch da. Er ist weg. Hat irgendjemand hier die leiseste Ahnung, wo die augenblicklich stecken, verdammte Scheiße?